About a year ago, when I came here for the first time just to look around, Vor einem Jahr bin ich hierher gekommen und habe einfach mal diese Kirche mir angeschaut, wurde hier I herumgeführt. looked at the logo of your church Da habe ich mir das Logo eurer Gemeinde angeschaut and connected with it right away. und es hat direkt zu mir So I gesprochen. really liked the name and the logo of your church. Ich mag euren Namen und den Logo eurer Kirche. And since I'm a theologian, Und ich bin Theologe plus I come from the eastern part of Europe where symbolism means a lot, und ich komme vom östlichen Teil in Europa, da zählt die Symbolik noch viel mehr wie hier. my mind already unpacked the meaning of the rock. Da habe ich direkt angefangen, diese Bedeutung des Felses sozusagen mir zu erarbeiten. I don't know whether you're aware of what stands behind the word the rock. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, was hinter diesem Namen der Fels steht. So today I want to talk about God as the rock of salvation. Ich möchte heute darüber reden, über Gott, den Fels der Errettung. And I want to focus on the texts which are not very clear in the Bible that relates to the concept. Und ich möchte gerne einen Text anschauen in der Bibel, der gar nicht so einfach ist zu verstehen, aber der sich genau darum kümmert, um diesen Begriff. What do we Christians associate the rock with? Wenn wir Christen uns überlegen, mit was verbinden wir eigentlich den Begriff der Fels? Of course with Peter, Natürlich mit Petrus, one of the apostles. einer der Apostel. Chapter 16 of the Gospel of Matthew Der 16. Kapitel vom has a Matthäus-Evangelium. story in which Jesus asks his disciples of what the people think about him. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern oder fragt sie, was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? This is a reality check moment for Jesus. Das ist so dieser Realitätscheck für Jesus. Was denken die Leute? But then he turns to his apostles and he asks them what do they think about him. Und dann schaut er aber seine eigenen Jünger an und sagt, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Now they are the closer circle and they should know better. Also gehören zum engeren Kreis und die sollten es eigentlich besser wissen wie die anderen. So Peter becomes the voice of the 12. Und der Petrus macht sich dann zur Stimme von der ganzen He Mannschaft. says, "You're the anointed one, Und er sagt, du bist der the Gesalbte, Son of the living God." der Sohn des lebendigen Gottes. And then this is the moment in which Jesus says, Und, "This genau, has been revealed to you." und dann sagt Jesus zu Petrus, das ist dir offenbart worden. What you say is not out of your mind, is not out of flesh and bone, it comes from the Father. Das, was du jetzt sagst, das ist nicht aus dir selbst heraus entstanden, aus dem menschlichen Verstand, sondern das kommt direkt vom Vater. And then comes the moment of transformation for Peter. Und dann kommt diese Veränderung für Petrus. Jesus genau in diesem says, Moment. "You are a rock, Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist and der upon Fels. this rock I will build my church." Und auf diesem Fels möchte ich meine Gemeinde You bauen. know that the name that Peter bore was Simon. It was a common Jewish name. Ihr wisst ja, Petrus ist mit einem jüdischen Namen geboren, nämlich Simon. Das But war ein then normaler Jesus gives jüdischer him the Name. name Petrus, which means a rock in Greek. Und Jesus gibt ihm den Namen Petrus, das heißt der Fels. He doesn't give him another Jewish name. Er gibt ihm nicht einfach nochmal einen neuen jüdischen He Namen, gives him a Greek name. er gibt ihm einen griechischen Namen. Because since Jesus became a man, God started speaking Greek. Weil als Jesus dann Mensch geworden ist, hat er Griechisch angefangen zu reden. Because before he was speaking only Hebrew. Davor hat er nur Hebräisch He geredet. was the God of the Hebrew people. Er war der Gott der Hebräer. But when the time came and God became a man, Aber als die Zeit kam und Gott Mensch wurde, God started speaking the universal language of the day. da hat Gott in die Sprache gesprochen, die man in der damaligen Zeit überall gesprochen hat, Because nämlich Griechisch. through his apostles, who were Jews, Seine Apostel waren ja Juden. through them he wanted to reach out to the ends of the world. Durch diese Apostel wollte er gerne die ganze So, Welt so erreichen. Simon becomes Peter, the rock. Deswegen wird aus Simon Petrus, der Fels. But why the rock? Warum Fels? Well, in Protestant tradition, we would say because of his confession of faith. In unserer Tradition wird man sagen, weil er eben jetzt so ein Glaubensbekenntnis geäußert hat. What makes Peter a solid ground Was macht eigentlich Petrus zu so einem sicheren Felsen? that Jesus can build upon is his confession of faith. Nämlich Gott kann auf seiner Glaubensaussage eben aufbauen. This is correct. Das ist so richtig. But for us, the pagan converts, Aber für uns, die wir eben aus einem heidnischen Umfeld the kommen, idea of Peter being a rock is just a comparison, it's a symbolism. für
Für uns, die wir aus diesem Kontext kommen, für uns ist es einfach nur eine Symbolik. Ein Vergleich. Because we don't have the culture of the Jewish people, Weil wir natürlich nicht die Kultur der Juden haben. and our Old Testament was Plato and Aristoteles. Und wir wurden geprägt durch Aristoteles. That was our Old Testament. Das war unser Altes Testament. Right. But what does the Old Testament say to the Jewish people? Aber was sagt das Alte Testament den Juden über den Fels? Well, if you read the Bible, you can find God is the rock of my salvation many times. Du findest im Alten Testament ganz oft diesen Begriff, Gott ist der Fels meiner Errettung. Check Psalm 18, for example, many times. Zum Beispiel Psalm 18 sehr bekannt, aber du God hast says- dieses an vielen Stellen. David says, God is my rock and my salvation. Gott ist mein Fels und meine Rettung. But is that another symbolic speech? Ist das eine andere symbolische Sprache? Like God is my shield, So ähnlich wie Gott ist mein Schild or God is my fortress, oder Gott ist meine Festung or God is the horns of my redemption. oder Gott ist das Horn meines Heils. Yes, yes, it is. Ja, es But ist ein anderes. there's a lot more in it. Ja, aber es ist noch viel mehr da drin. According to Deuteronomy chapter 32, Im 5. Buch Mose 32, ja, 32, the word rock is used as reference to God as a covenant partner. da wird der Begriff Fels für etwas gebraucht, nämlich für Gott als den Bundespartner. So God is a rock means that He is our covenant partner. Gott als Fels, er ist sozusagen der Bundespartner, den wir haben. Mit dem sind wir in einem And Bund. He is just strong as unshakable as a rock. Und er ist praktisch so fest und unerschütterlich wie so ein He Fels. stands firm in His covenant with us. Gott steht ganz fest in seinem Bund zu uns. And we can build our lives upon the fact that we're covenant people. Und wir können einfach unser Leben auf diesem Bund aufbauen. Wir sind ein Bundesvolk. So David takes David takes the symbolism of the rock exactly from the covenant idea. Und David dann einige Jahrhunderte später nimmt dann genau diesen Begriff von diesem Bundbegriff sozusagen und erweitert ihn dann. But this is the obvious thing about the rock. Aber das ist sozusagen das From Offensichtliche. first read of the Bible, you can get it straight away. Wenn du es zum ersten Mal liest, du verstehst es sofort. But let me tell you where this concept of the rock comes from. Aber ihr müsst verstehen, woher kommt eigentlich dieses Konzept von dem Fels? I'm leading you from the end to the beginning, Ich führe euch vom Ende zum Anfang. from Peter to the beginning. Von Petrus wieder zurück zum Where is the Anfang. beginning? Wo ist der Anfang? Job 38 verses 5 and 6. I would like you to read it only in German. In Hiob 38, 5. Job 38, 5 and 6. The Lord comes in a storm to Job Der Herr kommt in einem Sturm zu Hiob, after he had plenty of time to complain about his miserable situation. nachdem er lange Zeit sich beschwert hat über seine schlimme He Situation. couldn't make sense out of his pain and loss. Er konnte keinen Sinn daraus finden And then the aus Lord seinen comes Schmerzen. and talks to Job. Und dann kommt der Herr und redet And he zu asks Hiob. several questions. Und er, Verse 5 and 6. er fragt dann mehrere Fragen. Gott sagt hier, weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? This is the earth. Da Ja. geht es um die Erde, Ja. genau. Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Yeah, that's it. God comes and asks Job whether he was around when God was creating the earth. Hiob hat, oder Gott hat zu Hiob gesagt, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gemacht habe? And whether he is wise enough to know how things function in creation. Weil, um ihm zu zeigen, oder ob ihm, dass er gar nicht so genau weiß, wie die Schöpfung But funktioniert. according to the rhetorical question of God, the earth has a cornerstone. Aber in dieser rhetorischen Frage, die Gott dem Hiob stellt, da sagt Gott eben aus, in der Mitte dieser Erde es gibt so einen Eckstein. Yeah, so Job knew about this. Und Hiob wusste irgendwie darum, über diesen Eckstein. And so God says, were you there when I was laying the cornerstone of the earth? Und das war ein bekannter Gedanke. Und Gott sagt, warst du da, als ich diesen Eckstein hier in diese Erde No, gesetzt habe? you need to know that Job did not know that the earth is a globe.
Wisst ihr, Hiob wusste noch nicht, dass die Erde ein Erdball ist. Hanging in the nothingness of the dark space. Irgendwie im Nichts hängt, im dunklen Universum. Job believed that the earth is a flat disk floating on waters. Hiob hat gedacht, die Erde ist ganz flach und die schwimmt auf Wasser. And these waters on which the earth swam was called the abyss. Und praktisch das Wasser, auf dem diese Erde schwamm, das hat dieser Abyss geheißen. The deep. It's Das- a sea without Die Tiefe, der Abgrund oder ein Meer ohne Ende nach and unten. the earth is just floating on top of it. Und die Erde, die schwimmt praktisch gerade oben drauf. Around the earth, above the earth, there was something called a firmament, Und über diese Erde hat es geheißen, ist so eine Art Firmament. which was the borderline between Himmel. the material world and the spiritual world. Und das ist praktisch dieser und es hat diese materielle Welt von der übernatürlichen Welt And getrennt. this firmament was holding the waters above. Und dieses Firmament hat praktisch die Wasser von oben gehalten. So there's some waters beneath, which are called sea or abyss, Also Wasser, was praktisch unten ist, was praktisch die Tiefen genannt werden. and then there is water above, Und dann gibt es Wasser oben which is drüber. held über by den the Tiefen. firmament. Und das wird gehalten And vom that's where the Firmament. rain comes from. Und da fällt dann der Regen runter. That's where the snow comes from. Da kommt der Schnee, fällt That's runter. where all the lightnings and the clouds come Und from. all die Blitze und die Wolken kommen Or the dorther. hail. Und The hail. der Hagel. Hagel. Hagel, yeah. So in this text we find that the earth has a cornerstone. In diesem Text finden wir, die Erde hat einen Eckstein. Cornerstones are stones that people chose when they were supposed to build a house. Und Ecksteine hat man ausgesucht, oder das war das Wichtigste, wenn man ein Haus gebaut hat. They would lay the cornerstone in a particular place, Man hat diesen Eckstein an einen bestimmten Punkt hingelegt. and from there they will take the measurements of the rooms, Von diesem of the building itself. Eckstein aus, von diesem Fixpunkt hat man praktisch dann So, die Maße The genommen. cornerstone in jede Richtung. is the starting point Der Eckstein ist ein Startpunkt, that determines measures. der praktisch die Maße bestimmt. And so God says that the earth has such a stone, Und Gott sagt, die Erde hat so einen Eckstein. right? So when God spoke the dry land into existence, Als Gott dieses trockene Land oder diese Wüste Erde in Existenz it brachte, came out of the waters. Check kam Genesis es 1. raus aus dem Wasser. But the ancient people imagined the earth coming out of the water as a child out of a mother's womb. Und für die im Altertum, die haben gedacht, dass die Erde sozusagen so aus diesem Wasser herauskam, wie ein Kind aus dem Fruchtwasser der Frau. So basically the sea is like the mother's womb water. Das Meer ist sozusagen dieses Fruchtwasser. And von you der know Frau. that first you have water before the child is born, the waters flow out. Ihr wisst ja, bevor die Geburt anfängt, kommt erstmal das Wasser raus. And Genau. the first thing that comes out is the head of the child. Und das Erste, was herauskommt, ist der Kopf des Kindes. The ancient people believed that when the earth was born, the first thing that came out was the cornerstone of the earth. Und die haben praktisch früher geglaubt, dass das Erste, was aus dieser Geburt herauskam, war praktisch dieser Eckstein. And when the whole earth was born later, this cornerstone remained the head Und of als, the world. genau, und als praktisch dann der Rest der Welt herauskam, ist der Eckstein so der Kopf dieser Welt gewesen. And if the person could take the wings of a bird and have a bird look at the earth, Und wenn on top praktisch of it, ein Mensch from above. Flügel hätte und sich die Welt von oben anschauen würde, the man will see that the earth is a round disc, and in its very right center there's a big stone sitting genau, there. dann man praktisch vorstellen, dass die Erde so einfach ein Landstück ist und direkt in der Mitte ist dieser Now, Eckstein. this was the headstone of the world, Das war der Kopfstein oder the center of the world. das Zentrum dieser In Welt. Latin, they would call it axis mundi, Und im Lateinischen heißt es Axis Mundi. the navel of the world. Der Nabel dieser Welt. Just like you have a navel here, So wie du einen Nabel hast, the world has a navel as so well. hat die Welt auch That einen marks Nabel. the center of the world's of the created world. Praktisch dieses Zentrum dieser geschaffenen Welt So darstellt. in Jewish understanding, Abraham, the first man of faith, lived in the periphery of the world. Und
Abraham, so in dem Verständnis, der lebte praktisch nicht im Zentrum, sondern am Rande dieser Welt. And God called him to come to the center. Und Gott hat ihn gerufen, geh in die Mitte. Why? Warum? Because whoever controls the center controls the world. Weil wer immer auch das Zentrum regiert, der regiert die Welt. That's what ancient people believed. So haben es die früheren Menschen geglaubt. So the Hebrew people were placed strategically in the center of the world. So die hebräischen oder die Juden oder Hebräer wurden ins Zentrum Now, dieser Welt I will show you hineingelegt. the rock that the Bible talks about has to do with the foundation stone. Und der Fels, den Gott dort da geht es um diesen Eckstein So, dieser Welt. There are 5 things that I want to tell you about the rock that you don't know, that you might not know. Ich möchte euch 5 Dinge über den Fels sagen, die ihr noch nicht kennt. It is the cornerstone. Er ist Of der the world. Eckstein dieser Erde. Second, it is the foundation Er ist das Fundament. where heaven and earth meet. Er ist das Fundament, wo der Himmel und die Erde sich treffen. It is the place where heaven touches the earth. Es ist dieser Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Now, when God created the world, He created as heavens and earth. Und Gott hat, als er die Welt geschaffen hat, sie als Erde und Himmel geschaffen. 2 departments of one world. 2 Teile einer Welt. Like your soul is part of your body, So wie deine Seele ein Teil deines Körpers heaven ist. was part of the earth. So ist der Himmel ein Teil dieser And just Erde. as the soul and the body are one person, So wie die Seele und dein Körper eine Person the ist, heavens and the earth are one creation. so ist Himmel und Erde eine One God, Schöpfung. one creation. Ein Gott, eine Schöpfung. And we don't know where the soul attaches itself to the body. We don't know where it is. Für uns Menschen, wir wissen gar nicht, wo berühren sich eigentlich Seele und Körper. But the ancient people believed that heaven is attached on earth at the cornerstone. Genau, aber die früheren Menschen haben geglaubt, dass praktisch der Himmel die Erde berührt am Eckstein. So the cornerstone is the meeting place between heaven and earth. Der Eckstein ist praktisch der Treffpunkt zwischen Himmel und In Erde. Genesis 28, verse 12, In 1. Mose 28, Vers verse 12, 12, Jacob has a dream. hat Jakob einen bekannten Traum. He sees a ladder that goes up to heaven, Er sieht diese Leiter, die den Himmel hochgeht. and the Lord stands on top of it. Und ganz oben an der Leiter steht Gott. And angels ascend and descend on this ladder. Und die Engel, die gehen hoch und runter auf dieser Leiter. In immer other runter. words, they come to our world to fulfill God's will. So wie sie kommen in unsere Welt, um Gottes Willen So, zu erfüllen. Jacob sees the connectedness between the spiritual and the physical reality. Jakob sieht diese Verbundenheit zwischen dieser göttlichen Realität und der irdischen Realität. Verse 12 says that the ladder was grounded on the earth. Vers 12 sagt, dass diese Leiter an der Erde festgemacht war. And Jewish people believed that actually Fundiert war. what Jacob saw was the mystery of the Holy of Holies. Viele Juden glauben, dass praktisch das, was Jakob sah, das ist das Mysterium des Allerheiligsten. His night vision corresponded with the darkness of the Holy of Holies. Er hat seine Nachtvision, die hängt mit diesem Allerheiligsten And the zusammen. Holy of Holies was the place where heaven and earth touched, Und das Allerheiligste war dieser Ort, wo der Himmel die Erde berührt. where there was a heavenly staircase, Da war praktisch eine himmlische Leiter. and priests could go up as angels and present themselves before the throne Und die of God. Priester konnten sozusagen hochgehen die Leiter und sich Now, dann Gott in this vorstellen. text, the angels go up and down, not down and up, In diesem Text heißt es, die Engel gehen hoch und runter, Which means nicht that- andersrum. which means that these angels are human beings that first go to God and then come Das back to heißt, their diese people. Engel sind menschliche Wesen, die müssen erst hoch zu Gott und dann runtergehen. And so these were people that were transformed in the presence of God Das- because they would enter the place where heaven and earth touch. Das waren Menschen, die wurden von Gottes Gegenwart berührt, weil sie sind an diesem Ort gestanden, wo So, der Himmel die Erde We berührt. said meeting point Das between ist heaven and earth. Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. So basically, Jacob saw the very place where the heavenly ladder touches the ground. Jakob war praktisch an diesem Ort, wo der Himmel die Erde berührt. And that would later on become the place where the Holy of Holies was built. Das war später dieser Ort, wo das Allerheiligste gebaut Now, wurde.
the Holy of Holies was not built in Bethel, where his dream took place. Ja, natürlich, oder es ist so, dass das Allerheiligste nicht in Bethel dann später war, wo er diesen Traum But hatte. remember, Bethel was not a geographical place. Bethel was a place of revelation. Aber erinnert euch, Bethel war nicht ein Ort, ein geografischer Ort, sondern ein Ort der Now, Offenbarung. the third thing that the cornerstone was Das dritte, was dieser Eckstein war, was the foundation of the throne of Yahweh. war praktisch das Fundament des Thrones von Jahwe. Now, when David had to choose a place for the building of the temple, Als David sich einen Ort aussuchen wollte oder musste für den Tempel, he did not choose an incidental place. dann hat er nicht einfach so einen zufälligen Ort sich ausgesucht. You don't have much written in the Bible, but the Jews talk a lot about this. Man hat ganz wenig davon in der Bibel, aber in der jüdischen Geschichtsschreibung ist da sehr viel diskutiert. This very rock that was foundation of the world was the rock from which Adam was created. Dieser Fels sozusagen, Adam was created from it. das ist praktisch Out dieser of the dust Fels. of the earth. Von diesem Fels aus wurde Adam He was aus. part of this rock. That's what Jews believe until today. Die Juden glauben, dass praktisch der Adam ein Teil dieses Felses war und aus diesem Felsen wurde Adam. And then he was placed in paradise, Und east of the place where he was created from. Und dann wurde er ins Paradies gesteckt, im Osten von dem Platz, wo er geschaffen wurde. But when he was kicked out of Eden, he went back to the land from which he was taken. Genau, aber als er aus Eden dann ausgestoßen wurde, ist er wieder zurückgegangen in das Land, von dem er That's why geholt Jews wurde. believed that Adam made himself a house on the foundation of that rock. Die Juden glauben, dass He was Adam created. sich ein Haus gebaut hat auf diesem Felsen. And that very rock was the place where his prayer room was. Und das war der Ort, wo auch sein Gebetsraum war. Because prayer was his new way to recreate himself or to have a new beginning. Gebet war sozusagen diese Art, wie er sich selbst wieder herstellen konnte oder einen neuen Anfang machen konnte. Jews believed that this is the place where the ancient Jerusalem was built. Und Juden glauben, dass dort das ursprüngliche Jerusalem gebaut Long wurde. time before David took it. Und zwar viel, viel früher, als David es That was eingenommen That hat. was the city of a king high priest called Melchizedek. Das ist der Ort, wo man auch den Melchisedek verortet. And it was believed that Melchizedek was a high priest who had a temple built right on that spot. Und man glaubte, dass Melchisedek genau auf diesem Punkt sein And that is Tempel the place where he met with Abraham. hat. Und dort hat Abraham ihn getroffen. Dann And später. later on, that will be the place where Abraham will have to sacrifice his son. Und das war später der Ort, wo auch Abraham seinen Sohn opfern sollte. So it sounds unreal, but that's what Jewish people believe. Aber das hört sich komisch an, aber daran glauben jüdische Menschen. And so when David took Jerusalem, Als David dann Jerusalem eingenommen he hat, wanted to restore an ancient way of worshiping God that was lost long time ago. wollte er eine Anbetung wiederherstellen, die man über viele Jahre verloren hatte. He and his sons became the new king priests after the order of Melchizedek. Er und praktisch die Priester, die er einsetzte, wären die Nachfolger von Melchisedek. And they would restore Jerusalem, which was the city of peace. Und sie wollten praktisch Jerusalem wiederherstellen, was eigentlich heißt Stadt des And they Friedens. would build a new temple for the Lord. Und sie haben einen neuen Tempel dort dem Herrn But they couldn't gebaut. figure out a new place. Aber sie haben den Platz nicht They genau could have gefunden. only one place, Es gab nur diesen einen the Ort, center of the world, das Zentrum dieser Welt, the navel. der Nabel This dieser is Welt. where the throne of Yahweh had to be laid. Dort musste der Thron Jahwes hingestellt werden. Now, it is well known that the Mount Moriah, which is the Temple Mount, Es ist bekannt, dieser Berg Moria, Moriah, is a high hill. Tempelberg, das ist ein hoher Berg. Genau. And you know, the Holy of Holies was the room that was higher than any other room, Das Allerheiligste war the highest höher, level in the temple. war am höchsten in dem Tempel. The temple höher was a wie mountain, on the mountain, and the temple was a mountain. Der Tempel war auf einem Berg und er war selber so gebaut wie ein Berg. So, right, if the high priest wanted to enter the Holy of Holies, he had to climb a lot of stairs to get there. Und ja, wenn der Priester zum Allerheiligsten wollte, musste er viele Treppen hoch. And think, there's a prophetic vision in Isaiah Es gibt eine prophetische Chapter Vision 6. in Jesaja 6. that shows us that the throne of Yahweh
Das zeigt uns, dass der Thron Jahwes is high and lofty throne. ist ein hoher Thron. And actually, the throne of Yahweh is the Ark of the Covenant, Und der Thron Jahwes ist sozusagen diese Bundeslade. which was placed on the highest place of the Mount Moriah. Und das war am höchsten Ort des Berges Moria. And that was a rock Und das war der that was Fels. believed to be the foundation stone, Das wurde geglaubt, the das place ist from which Adam was created. der Fels, wo Adam Right. geschaffen wurde. And so it is from there that the glory of Yahweh spreads around the world. Es ist von dort aus, And his- dass die Herrlichkeit And Gottes his sich glory ausbreitet auf fills dieser the earth. Erde. Now, Isaiah has a temple vision. Jesaja hat eine Tempelvision. You can check it for yourself. Ihr könnt es nachlesen. Yahweh was not up in heaven. Yahweh was in the center Jahwe of the temple. war nicht oben im Himmel, er war im Zentrum des Tempels. Now, this is Jewish belief, So, das glauben die Juden. which states the following. Das folgendes The sagt. land of Israel is the center of the world. Das Land Israel ist das Zentrum dieser Welt. Jerusalem is the center of the land of Israel. Jerusalem ist das Zentrum des Landes Israel. The temple is the center of Jerusalem. Der Tempel ist das Zentrum von Jerusalem. The Holy of Holies is the center of the temple. Das Allerheiligste ist das Zentrum des Tempels. The rock is Ja. the center of the Holy of Der Holies. Fels ist das Zentrum des Allerheiligsten. So, the third thing is the rock is the foundation of the throne. Das The dritte third thing. war der Fels ist Cornerstone, Fundament. meeting place diese of the Erde. earth and heaven, and foundation of the throne. Genau. Fels der Errettung, Eckstein und der Urfels dieser Erde. So, the Ark of the Covenant was standing upon the rock, Diese Bundeslade war auf diesem Fels, but that was only in the first temple. aber das war nur im ersten Tempel so. In the year 587, the Babylonians, before Christ of course, the Babylonians came and destroyed the temple. 587 vor Christus kamen die Babylonier und haben den Tempel And zerstört. 70 to 100 years later, in the year 515, the second temple was rebuilt. Und 70 Jahre später circa wurde dann der zweite Tempel aufgebaut. But now the Ark of the Covenant was never Aber recovered. die Bundeslade, die war nie mehr dort. There was a Holy of Holies, but it was empty. Das Allerheiligste war leer. Yet, the sacrifice on the Day of Atonement kept on going. Trotzdem hat man an dem Tag der Versöhnung hat man trotzdem sozusagen diese Opfer The gegeben. high priest would offer their sacrifice regularly, Der Hohepriester hat dieses Opfer Every regelmäßig gemacht, jedes Jahr and they einmal. would go in the Holy of Und Holies. die sind in das Allerheiligste But now rein. the Holy of Holies is empty. Aber- What do we do? Aber im Allerheiligsten, da war niemand mehr. Das war Because leer. according to Leviticus 16, the blood had to be sprinkled on the Ark of the Covenant. Aber nach 3. Mose musste praktisch das Blut von den Opfertieren dann auf dieser Bundeslade so verstreut werden. Now, which is the throne of Yahweh? Das ist der Thron Jahwes. Because that's where the place, that's where the earth and heaven mix. Kommt Himmel und Erde zusammen. They're one thing there, Da sind sie eins. right? So whenever the high priest is in the Holy of Holies standing before the Ark of the Covenant, he's in heaven. Wenn immer der hohe Priester dort vor dieser Bundeslade stand, dann ist er im Himmel. Read Zechariah chapter 3, and there's an explanation of how the high priest of the second temple stands in heaven. In Zachariah 3 gibt es genau diesen Punkt, wo praktisch der Priester sagt, ich stehe im Himmel. So whenever people like Zechariah, who is the first high priest of the second temple, Und wo immer praktisch, ich glaube, es ist doch Zacharias, also Zacharias, Zachariah. Auf jeden Fall, das ist der erste Priester Enters des the Holy of zweiten Holies. Tempels, genau. enters the Holy of Der Holies, kam in das Allerheiligste. he has to do the atonement. Er musste die Sühnung für das Volk erwirken. What does he do? Was hat er gemacht? Well, he sprinkles the blood on the rock, Er hat das Blut auf diesen Fels because the Ark of the Covenant is not there, but its foundation was still there. verstreut. Er hat die Bundeslade war nicht mehr dort, aber er hat es auf den Grund. So in the second temple, the rock became the Ark. Im zweiten Tempel wurde der Fels This is where the atonement of sin was taking place. die Bundeslade. Dort wurde praktisch diese Sühnung für die Schuld. Because vollbracht. people knew that Yahweh was sitting there Die on top of this rock. Menschen wussten, dass Jahwe auf diesem Felsen wohnt. And Zechariah chapter 3 verse 9 tells us about it. Zachariah 3,9 spricht It davon. says that God lays a stone that has 7 eyes in front of the high priest. Er sagt,
er legt praktisch einen Stein vor dem hohen Priester. And on this rock, on this stone that was laid before him, was written, "The Lord will forgive sins." Und auf diesem Stein wurde geschrieben, der Herr vergibt Schuld. Now in Isaiah 28, verse 16, Jesaja 28, 16, Isaiah has a vision for this new situation. da hat Jesaja eine Vision für diese neue And the Lord says, Situation. "I am laying a new stone in Jerusalem. Dann heißt es, ich werde einen neuen Felsen oder Stein dort in And Jerusalem whoever legen. believes in it will be forgiven." Und wer immer an ihn glaubt, dem wird vergeben. It is a new stone, a righteous Ein Stone. neuer Stein, a ein stone, gerechter a Stein, foundation stone. ein Fundament. Well, we all know that this corresponds to Jesus. Wir alle wissen, das geht dann auf It Jesus. corresponds to Jesus in a spiritual way, Und es korrespondiert mit Jesus in einer but geistlichen in a Art und Weise. physical way, it corresponded with the rock that was the foundation of the temple. Aber also in reiner Materie war es praktisch So, der Felsen The dort im fourth Tempel. function of the stone was atonement stone. Der vierte Punkt, es war ein Sühnefels, ein Sühnestein. And now the fifth function of the stone Die fünfte Bedeutung des Steins oder des Felsens is the following. ist das folgende. It was holding the waters of chaos. Es hat die Wasser des Chaos It did not allow the waters of chaos to flood the world and destroy it once again. festgehalten und es hat praktisch nicht erlaubt, dass die Fluten nochmal die Erde I'll tell you how zerstören. it works. Und so sieht es Oh. aus. There is underwater. There are waters beneath the earth. We all know that. Da sind Wasser in der Erde, das wissen wir auch. The Jews believe that all underground rivers meet at the place where the stone is laid. Und die Juden glauben, dass praktisch die ganzen Wasser dieser Welt, haben dort ihren... And the stone guarantees Kommt dort that alles this, zusammen. that this waters of flood will not burst and destroy Der the world. Stein oder dieser Fels da im Zentrum, der macht es, dass diese Fluten nicht durch die And Welt... according to Psalm 29, Bedecken. verse 10, Und nach Psalm God sits, Psalm 29, 10, ja, God sits enthroned over the floods. sitzt Gott entthront über diese Fluten. As long as He is there in the Holy of Holies upon the stone, the waters of chaos will not burst and destroy the Solange world. Gott auf diesem Felsen ist, wird dieses Wasser nicht diese And Welt later on, when zerstören. David is anointed to be a king, Und als David als König gesagt wurde, this is Psalm 89, Psalm 89, God gives to David the same functions. Gott gibt David dann die gleiche Funktion. David has power over the waters of chaos, David hat die Gewalt über over the diese sea and the rivers. über diese Chaosfluten, über die Seen und And die it was because of David's righteousness that the waters of the deep did not burst wegen out. der Gerechtigkeit Davids sind diese Wasser nicht ausgebrochen. So, 5 functions of the stone. Das sind die 5 Funktionen. Later on, when Jesus comes, he becomes the rock. Als Jesus dann kommt, wird er zum Felsen. He becomes the new rock Er by which we are saved. bekommt der neue Fels, durch den werden wir gerettet. He's the spiritual equivalent of what the rock stood for. Er ist das geistliche Äquivalent für das, was der Fels im Alten Bund The gestanden hat. center of the world, Jesus ist das Zentrum dieser the Welt, meeting point of heaven and earth, der Begegnungspunkt, wo Himmel und the Erde sich foundation of the begegnen. throne of God from which the glory flows, Er ist praktisch der Zentrumsfeld, wo diese the atonement stone, Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet. the atonement stone, Der Sühnefels and the stone that holds the powers of chaos. und der Stein, der die Chaosmächte fernhält. Through Jesus, this becomes the mission of his church. Durch Jesus wird das die Mission der Gemeinde. You are the rock. Du bist der You're the Fels. spiritual equivalent. Die Gemeinde, du bist, Here, die Gemeinde. you as people are the new rock on which God places Du bist der neue his Fels. trust. Dort schenkt Gott sein Vertrauen. The auf church dir. becomes the center. Die Gemeinde wird das Zentrum. We gather in the center, Wir treffen uns im Zentrum. but then we're spread to the ends of the world. Ursprünglich, die Gemeinde ist in Because Jerusalem whoever controls entstanden. the center controls the world. Und dann ist sie in die ganze Welt hinausgesandt worden. The church is the place where heaven and earth
meet. Die Gemeinde ist dieser Ort, wo Himmel und Erde sich We begegnen. are the people who are put in heavenly places with Jesus. Wir sind die Menschen, die in diese himmlischen Welten hineingenommen The werden durch church Jesus. is the foundation of the throne of God. Die Gemeinde ist das Fundament des Thrones God Gottes. sits on the praises of his people. Gott ist hier in unserem And Lobpreis. from his church, his glory flows to the ends of the world and fills the world. Von seiner Gemeinde aus geht diese Herrlichkeit in diese Welt The hinein. church is a place of redemption and atonement. Die Gemeinde ist ein Ort von Erlösung. This is where you find salvation. Hier in der Gemeinde findest du The Erlösung, church- Rettung. The church is the place where the chaos is done away with. In der Gemeinde wird das Chaos entfernt. We are more than conquerors in Christ Wir sind mehr als Überwinder in because we have Christus. overcome the powers that run this world, the powers of darkness. Denn wir haben sozusagen diese finstere Welt überwunden. So your name contains a lot of meaning. Der Name Fels hat viele Bedeutungen. Think about it. Denkt mal drüber nach. This church bears a wonderful responsibility Diese Gemeinde hat eine große to Verantwortung, stand for its name. um ihrem Namen gerecht zu werden. And no, you are responsible personally. Du bist auch verantwortlich für dein Leben. You have become the rock Du bist ein Teil vom Fels on which geworden. Jesus trusts his kingdom, on which Jesus builds his church. Gott vertraut dir sein Königreich. You are responsible to go to the ends of the world. Du bist verantwortlich, dass man in die Welt hinaus You're responsible for the coming of the glory and the spreading of the Du glory. bist verantwortlich, dass die Herrlichkeit Gottes hier Raum nimmt und sich verteilt. auf You dieser are Welt. responsible for the conquering of pain and destruction. Du bist verantwortlich, um dem Chaos zu widerstehen und das Versöhnung und You Heilung dieser Welt. individually and you as a community. Du als Einzelner, aber du auch als Gemeinschaft. Now, this is the time to stand up. Lass uns mal alle aufstehen.